Ja, herzlich willkommen, liebe Automobilfreunde, zu einer neuen Folge des M-Dynamics Innovation Portals. Heute stehe ich, wie ich finde, in einer unglaublichen Umgebung im Simulator-Entwicklungszentrum des Instituts für Fahrerassistenz und vernetzte Mobilität in Kooperation mit der M-Dynamics. Und heute darf ich Stefanie Trunze an meiner Seite begrüßen, Leiterin hier des Simulator-Umgebung. Herzlich willkommen, Steffi. Bin gespannt, was du uns heute hier zu berichten hast und wie wichtig Simulatoren auch mittlerweile im Entwicklungsprozess sind. Danke Tristan für die Einführung. Hallo zusammen. Heute darf ich euch mein Baby und den Fahrsimulator vorstellen. Der kommt von Ansible Motion, ist ein rein elektrisches System. Was ist der Vorteil von einem rein elektrischen System? Es ist super agil, wir können sehr hohe Frequenzen bis zu 50 Hertz fahren. Das ist toll für die Entwicklungsingenieure, weil die genau diesen Frequenzbereich für ihre Arbeit brauchen. Wie man sieht, haben wir eine super lange Schiene mit über 5 Metern. Das heißt, querdynamisch ist da fast alles möglich, was der Ingenieur so braucht. Längs schaut es ein bisschen anders aus, aber quer ist eigentlich auch das Entscheidende für die Fahrzeugentwicklung. Was ist denn noch besonders an unserem Simulator? Ist definitiv auch unser Cockpit. Das haben wir selber gemacht. Das war mal ein ganz normaler Golf. Den haben wir so präpariert, dass er für den Simulator geeignet ist. Das heißt, Türen aus Kunststoff, Fenster aus Kunststoff, einfach damit es leichter ist, weil wir nur 100 Kilogramm zuladen dürfen. Und ja, so Restbus-Geschichten, dass es sich wirklich anfühlt wie ein echtes Auto. Was wir noch gemacht haben, ist ein Lenkungshill zu integrieren. Das würde ich dir jetzt einfach gerne mal zeigen. Lass uns einmal rumgehen und wir schauen uns an. Warum brauchen wir eigentlich so einen Lenkungshill? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Die Lenkung ist wirklich entscheidend für alle Bereiche in der Querdynamik. Weil ohne ein vernünftiges Lenkgefühl kann der Ingenieur nicht arbeiten. Das bedeutet, wie ich jetzt sehe, wir haben ja jetzt hier eine Reallenkung eingebaut, also wirklich mit Zahnstange und mit der Kardanwelle. Welche Vorteile bietet eine Reallenkung letztendlich gegenüber einem einfachen Lenkungsmodell? Das ist ganz einfach. Also man kann durchaus ein Modell benutzen, aber ein Lenkungsmodell ist sehr schwierig nachzubilden, vor allem regelungstechnisch. Wenn man dann alle regelungstechnischen Sachen im Griff hat, dass es keine Überschwinger mehr gibt und das Lenkrad stabil ist, dann hat man halt oft das Problem, es fühlt sich an wie toter Fisch und nicht mehr wie ja, ein echtes Lenkgefühl, und das macht es den Ingenieuren dann halt super schwer. Das heißt auch diese ganzen Reibeffekte, diese Feinfühligkeit, die ja auch so in der Subjektivbewertung dann eine Rolle spielen, die sind halt schwierig im Lenkungsmodell darstellbar, oder? Ja, das ist wirklich sehr viel Aufwand, das nachzubilden, und da ist man dann halt fast schneller mit so einer Lenkung. So einen Prüfstand gibt es beim OEM sowieso, die wissen, was man tun muss. Das war dann nur noch ein bisschen Anwendungssache, um das einzubinden, aber war auch easy gemacht. Und letztendlich läuft ja dann auch schon der Hill, und die Leute, die sich um den Hill kümmern, ja auch mit dem Simulator, mit den anderen Testfahrern ja irgendwie dann auch schon zusammen. Genau. Ja, Tristan, möchtest du dein fahrdynamisches Können heute mal unter Beweis stellen und eine Runde auf dem Simulator drehen? Ja klar, ich bin mal gespannt, was ich so drauf habe, fahrtechnisch gesehen. Na dann, legen wir los, auf geht's! Bevor es losgeht, starte ich dir noch einmal die Simulation. Wir benutzen ein Golf GTD-Modell im CarMaker. Der setzt dich jetzt einmal an deiner Ausgangsposition ab. Dann schalte ich dir noch den Lenkungshill ein, damit du auch ein vernünftiges Lenkgefühl hast. Jawohl, die Lenkung läuft, und dann fehlt noch die Bewegungsplattform, weil du willst ja auch was spüren, sonst wäre es ein bisschen teurer statischer Simulator. Gut, dann kannst du loslegen. Da vorne links findest du den Slalom. Dann bitte einmal mit 50. Los geht's. Jawohl, das war's auch schon. Das hat von hier oben ja schon ganz gut ausgeschaut. Dann schauen wir uns auch mal an, ob objektiv deine Daten auch verwertbar sind. MX-Eval wertet das automatisch direkt für uns aus, wenn ich die Messung stoppe. Das habt ihr bestimmt auch schon in den vorherigen Videos gesehen. Da ist bei uns wirklich die Durchgängigkeit gegeben. Das MX-Eval kann man zur Auswertung der reinen Simulation verwenden
oder eben auch im Realfahrzeug oder wie man sieht hier auch am Fahrsimulator. Dann schauen wir doch mal rein, was die Daten sagen. Ja, also ich muss sagen, saubere Kurven, keine Korrekturbewegungen, ein bisschen unrund gelenkt, aber doch ganz solide, sagt der Lenkwinkel. Schauen wir noch ins Lenkmoment. Ja, auch das schaut sehr stimmig aus. Tristan, hast du gut gemacht. Kann man für weitere Fahrten so verwenden. So Tristan, drinnen bist du jetzt schon Slalom gefahren, jetzt sind wir ums Eck gegangen zur Teststrecke von Fakt Motion, haben auch hier vorne den Slalom für dich aufgebaut und dann wollen wir mal gucken, ob du es im echten Fahrzeug auch hinkriegst. Ja, sind wir mal gespannt. Dann auf geht's! So Tristan, deine Daten wurden quasi auch schon live ausgewertet, die sind jetzt auch schon durchgelaufen und wie man sieht, ist auch hier der Lenkwinkel wieder ohne Großkorrekturen, das heißt, du bist schön durchgefahren und ich denke, das kann man so lassen. Das bedeutet, ich kann ja jetzt mein komplettes Fahrzeugmodell validieren, ich kann Fahrwerke beispielsweise virtuell abstimmen und dann hier draußen fahren und dann einfach miteinander vergleichen, einmal wie real die Simulation am Ende am echten Fahrzeug ist und natürlich auch, wie weit mein Entwicklungsschritt dann zu diesem bestimmten Zeitpunkt ist. Ja, genau. Und zum Thema Fahrwerk, jetzt haben wir hier im Wesentlichen Querdynamik gemacht. Jetzt gehen wir doch mal raus auf eine normale Strecke und machen da ein bisschen Komfortbewertung. Ja, da bin ich schon mal gespannt. Vor allem, es ist ja schon ein Unterschied, auf dem Testgelände zu testen und dann eben draußen auch im Realfahrversuch, sage ich jetzt mal so. Genau, aber ein Fahrzeug muss ja dann irgendwann auch auf der normalen Straße funktionieren und nicht nur auf dem Testgelände. Dann werden wir das jetzt machen. So Tristan, jetzt waren wir auf der Teststrecke unterwegs, haben uns ein paar Fahrdynamikmanöver angeschaut. Jetzt geht es weiter auf unsere Allgäuer Hausstrecke mit Komfortbewertung. Dann bin ich mal gespannt, was du vorbereitet hast. Na dann, steige ein. Jetzt schau doch mal, was du so an Feedback bekommst von der Fahrbahn. Zum einen über den Sitz, dein Propometer oder aber auch über die Lenkung an deinen Händen, was da so ankommt. Schau doch mal, was du so an niederfrequenten Sachen spüren kannst, wie so einzelne Schlaglöcher oder Kanaldeckel. Und dann achte doch auch mal drauf, was an hochfrequenten Anteilen von der Fahrbahnoberfläche bei dir ankommt. Und kannst du den hochfrequenten Anteil der Fahrbahn auch spüren oder kannst du ihn nur hören? Ich spüre ihn einmal übers Lenkrad und auch das, was dann transferiert wird auf die Sitzschiene. Also auch den Unterschied von der Stärke her. Genau, aber wie du merkst, man kann es natürlich auch gut hören. Über die Abrollgeräusche merkt man es, die Asphaltqualität auch. Genau, also auch vor allem hier so die ausgebesserten Elemente sind deutlich spürbar am Lenkrad und auch über den Sitz. Und man weiß einfach immer, wo man sich jetzt auf der Straße befindet und es passt auch zu dem, was man visuell sieht. Genau, dann halt doch hier mal bitte an und dann würde ich dich um deine Bewertung bitten. Jetzt bin ich auf dein Feedback gespannt. Hier mit der MXE-App kannst du dann die beiden Kriterien bitte bewerten. Das heißt einmal Chassis-Rückmeldung, Fahrbahnrückmeldung niederfrequent. Das war so Richtung schwach und stark. Ich würde eher eine 8 Richtung eher tendenziell schwach bewerten. Und Fahrbahnrückmeldung, hochfrequente Anteile, hatte ich ein Empfinden von 7,5. Gut, prima, ich habe es jetzt bewertet. Super, vielen Dank. Ja, dann fahren wir jetzt zurück zum Simulator und schauen wir mal, wie du es da so bewertest. Prima, auf geht's zurück. Jetzt waren wir ja draußen auf unserer Lenkungsrunde unterwegs, haben uns Lenkungsbewertung im Komfortbereich mit unserer MXE-Wahl-App angeschaut und du hast fleißig bewertet. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal drinnen auf dem Simulator
Warum macht man das überhaupt? Ja, im Simulator ist das natürlich super. Hier sind die Konditionen immer gleich. Wir haben immer strahlenden Sonnenschein oder eben auch Regen, wenn uns das lieber ist. Und ja, können auch hier super Komfortbewertung machen. Dazu haben wir ein F-Tire-Reifenmodell in Verwendung. Das hilft da durchaus, weil das einfach mit dem Large-Aufstandsmodell super ist, dass man alle Unebenheiten am besten auch bis wirklich auch in die Lenkung spürt. Es hat jetzt die Simulation geladen, jetzt muss ich dir wie vorhin auch wieder die Lenkung einschalten und natürlich auch die Bewegungsplattform. Und dann kannst du loslegen. Die Strecke ist wirklich genau die gleiche, wie wir gerade draußen abgefahren haben. Die haben wir in einem öffentlich geförderten Projekt vermessen lassen, mit LiDAR-Daten aufgenommen, aufbereitet, dass es wirklich so schön ausschaut und wirklich realitätsnah. Jedes Schlagloch ist abgebildet. Du solltest jede Unebenheit genauso spüren, wie sie draußen ist. Genau, Vorsicht, hier kommt jetzt wieder diese scharfe Rechtskurve. Und auch hier die Unebenheiten in der Kurve solltest du bis in die Lenkung spüren, nicht nur unter deinem Hintern. Und dann kannst du dich wieder auf die Lenkungscharakteristiken konzentrieren. Wie kommt die Stößigkeit durch, so Einzelereignisse, aber auch die höher frequenten Anteile, damit du das nachher wieder in unserer MX-Eval-App bewerten kannst. Ja, man spürt das jetzt richtig gut, auch das, was am Lenkrad alles ankommt. Wirklich auch diese kleinsten Unebenheiten, auch nicht nur niederfrequente, sondern auch hochfrequente Anregungen. Das ist einfach auch das, was ich auch von anderen, auch teilweise von statischen Simulatoren kenne, wo es dann einfach schwierig ist, irgendwie ja, ein Gefühl für die Straße aufzubauen. Also mir fehlt dann immer auch so ein bisschen die Verbindung zur Straße, wo ich dann einfach, Geschwindigkeiten sind ja schwer einschätzbar auf dem Simulator, Längsgeschwindigkeiten. Und das ein gutes Fahrgefühl oder Lenkradgefühl hilft einem da unglaublich dabei. Gut, dann sind wir auch am Ende der Strecke angekommen. Dann schnapp dir doch mal dein Tablet und mach jetzt in der MX-Eval-App die Subjektivbewertung. Genau, hier links habe ich jetzt im Endeffekt die Bewertung, die ich draußen getätigt habe. Und jetzt bewerte ich gegen den Simulator. Die niedrigfrequenten Stöße waren etwas weniger als jetzt als draußen. Also kann ich entsprechend hier von 8 auf 7 bewerten. Also eine Note vielleicht weniger spürbar das Ganze. Kann dann hier eine Kommentarfunktion machen, wo man sagt, okay, hier müsste man vielleicht sogar noch ein bisschen das verbessern. Bei den hochfrequenten Stößen war es sehr gut spürbar, ja, genau identisch wie draußen und kommt also sehr nah an die Realität heran und bewertet das entsprechend gleich und sehe dann die Durchschnittsbewertung. Das heißt, ich habe jetzt eine Durchschnittsbewertung in dem Fall draußen von 7,8 gehabt und auf dem Simulator 7,3. Also wir sind etwa eine halbe Note sehr nah dran an dem, was draußen spürbar war. So Tristan, jetzt bist du wieder raus aus dem Simulator. Schweißperlen sehe ich jetzt noch keine auf deiner Stirn. Wie ist es dir denn ergangen? Also Schweißperlen hatte ich schon auch, aber nicht wegen des Fahrgefühls, sondern eher, wenn man weiß, was für einen Wert so ein Simulator hat, dass man nichts kaputt macht. Also ich habe für mich unglaublich viel mitgenommen. Einfach dieser Eindruck, dass der Simulator im Entwicklungsprozess eine Schnittstelle darstellt, wo ich Hill-Integration machen kann, wo ich Subjektivbewertung machen, Objektivierung. Ich kann Experten, Funktionsentwickler, auch Probanden in der frühen Phase oder in jeglicher Phase mit einbinden. Und das fand ich unglaublich spannend und vielen Dank, Steffi, dass du uns das gezeigt hast und mir die Möglichkeit gegeben hast zum Fahren. Auch dieser Back-to-Back-Vergleich draußen auch unglaublich spannend. Und ja, das war's schon und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, ihr habt einen tollen Einblick bekommen, wie so der Simulator als Entwicklungstool dient und hilft, ja, in den verschiedenen Schritten des Entwicklungsprozesses und freue mich, wie gesagt, auf die nächsten Videos mit euch und auf spannende Themen und ja, bis bald. Macht es gut, pfiat euch!